nicht. Nee, hatte ich dir nie gesagt, ne? Was nicht funktioniert. Gut erkannt, Sherlock. Gut erkannt, Sherlock. Ich habe so ein Glück, ey. I got a match. These fingerprints definitely, without a doubt, 100% came from Lieutenant Nate Levine. Ich hab The so ein seal Glück. found in the bathroom. Der Fingerabdruck auf der Spiegelscheibe gehört einem der verstorbenen Navy Cis, Lieutenant Nate Levine. Aber gut, ich hab's geschafft. Ich hab mich jetzt echt wahr. Finden Sie den passenden Gegenstand. Euer Ernst? Oh. Ja, ist gut. Das hätte ich jetzt Seal's irgendwie erkennen tattoos are können. exactly the same as the one Captain Husker and Commander Birch had. That means they were all in the same Black Ops unit. Die ungewöhnlichen Tattoos der beiden Opfer entsprechen dem, welches bei Captain J.J. Huskers im Camp Crystal im Irak gefunden wurde. Oh. Gibt's? Hallo. Lass mich raten, ich muss mit dir an die komische Tafel. Well, I've got fingerprints from Lieutenant Nate Levine on the mirror shard, and a blood sample here that doesn't match anyone we know. Let's put it all together on the deduction board. Genau, Ermittlungstafel, war klar. Gut, sind wir schneller als Gibt's? Natürlich sind wir nicht schneller als Gibt's. Let's see what we can find. Ach, weiß nicht. Kombinieren Sie die Basteln in die Dingsbums da. Zersprochener Spiegel. Why don't you explain it to me, Abs? Spiegel war laut Tutorial heute noch früh noch nicht kaputt. Die wurde zerbrochen, um ihn als Waffe zu benutzen. Okay. Found what we were looking for. Na komm. Lieutenant Nate Levine zerschmetterte den Spiegel, um die Scherbe als Waffe zu benutzen. Der böse, böse Bub. Der böse, böse Bub. Gut, das hat aber hier noch was damit zu tun. Beide Navy Cis waren erschossen. Im Spiegel klebte Blut von einer unbekannten Person. Found what we were looking for. Einer der Seals, Nate Levine, zersprach den Spiegel und benutzte eine Scherbe als Waffe. Er wehrte sich, als er angegriffen wurde. Naja, nicht unbedingt falsch. Telefongespräch, E-Mail, Plutonium. What is it I'm looking for? This won't elude me. What does that mean, Abs? Team-Tattoo und, sollte beweisen, mit welchen Hunden. Ja, I genau, deserve a das, cupcake for that. ja. Tattoos und Anrufe, Tattoos, Anrufe und E-Mails zeigen, dass die Opfer ihre Befehle von Captain J.J. Husker bekamen. What does that mean, Abs? Husker, Plutonium. Well, No. Gibbs, it works like this. Mein Gott, die Seals waren in Dubai, um Plutonium zurückzubeschaffen. Das während Captain J.J. Husker geheimer Mission in die Hände der Terroristen gefallen war. Oh. Gut. Damit sind wir hier fertig. Gibbs, Nate Levine and Patrick Swift were reporting directly to Captain Husker. Something they were involved with got them killed. Where are you going? Director Irgendwo weg. Vance. Kann ich mit dem auch mal was machen? Natürlich befragen. Vorher starten, ja, What's okay. going on in Dubai? You mean the World Financial Congress? You know what I mean, Leon. The event is a highly visible target with a lot of high-profile people. Echelon has picked up chatter that has led naval intelligence to believe it will be a target for a terrorist attack. But why Dubai? Why now? Like I told you, it has to do with the failed sting operation in Iran. You mean Captain Husker's operation? The failed sting operation in Iran has led us to Dubai, though J.J. Husker was not involved. Ah, genau. Das ist jetzt einfach. You're lying to me, Leon. Those SEALs had orders from Husker. All right, Gibbs. Husker went off the reservation. He was using the sting operation to try and extort extra money from the terrorists. It backfired. And not only did it get him killed, but the plutonium they were using as bait ended up in the wrong hands.
Moment. Tut mir leid, Captain Captain Husker und sein Team sollten das Plutonium nicht aus der Hand geben. Sie haben versagt und die Terroristen haben jedes atomares Material. What else Jetzt. do you know about J.J. Husker? JJ stands for James Johnson. The name Husker was a cover, one given to him by the Navy when he began running Black Ops. Captain Johnson. Related to Dustin Johnson, the guard killed in the Lucky Card Casino? Father and son. So their deaths are related. No doubt about it. Yeah. Gibbs, I've just made the most interesting discovery. There was something lodged under the fingernail of one of our dead seals. A wax or polymer of some kind. I've sent it up to Abby for testing. Thanks, Duck. I'll go see her. Okay. Das zeigt wieder, wir dürfen Abby spielen. Was haben wir denn? Massenspektrometer. Jetzt frage ich mich. Was nach der Mission, nach der Episode kommt, ist denn da Schluss oder? Das ist eine Frage, die mich derzeit so ein bisschen, weiß nicht, ich will nicht sagen verunsichert, aber irgendwie beschäftigt. Mein Gott, manchmal habe ich echt mehr Glück als Verstand. Gut, das ist irgendwie ein bisschen viel gewesen. Nee, das will ich gar nicht machen. Da will das. Nein, das will ich nicht. Sondern das ja. This is some sort of petrochemical, though an unusual one. It has a lot in common with other carbon-based substances normally used as a coating on fabrics to make them waterproof. Die Substanz unter den Fingernägeln des Opfers stammt von einer petrochemischen Prototyp, der Stoffe schmutzabweisender machen soll. Für weitere Informationen wird eine Datenbank benötigt. Mein Gott. What Das do you got, Abs? Gibbs, this is weird. I've never come across this particular chemical before. I mean, the concept is familiar, but the actual substance is new to me. Maybe McGee can come up with more information on it. Thanks, Abs. Das ist jetzt ernsthaft so ein ständiges Hin und Her? DeNozo. Hey, boss. I'm just about Have you spoken to your father yet? already at the prison. Just keep your head in the game. Don't let your father derail you. Understood. Okay. Vorher. What did you do this time, Dad? That's how you greet me, Junior? Yes, consider that my standard greeting when I'm bailing you out of jail. How many times now? Junior, when are you going to learn to stop living in the past? You need to enjoy today. What did you do? Nothing. I find that hard to believe. The Dubai police don't make a habit of just incarcerating American citizens without reason. Nothing, Junior. I was in town for less than 48 hours when they knocked on the door and arrested me. I didn't even have a chance to have my breakfast. Tragic. But if I'm gonna get you out of here, you're gonna have to give me some real details. What'd they tell you when you were arrested? They said I owe money. Apparently it's a crime to default on a debt in Dubai. How much do you owe? They said I owe $200 million. What? How did you manage to get into debt in just 48 hours? I told you, Junior, I'm innocent. I just came to town to attend the World Financial Congress. I attend every year, and while I was at the opening night gala, an old friend of mine introduced me to a man named Rashid Al-Mohammed. He was looking to bring on board an experienced CEO to help right the ship, so I sat down with him, had a scotch, and before the evening was over, I signed on with him for quite a hefty salary. That's it. All you did was get a job. Well, the position included a significant ownership stake in the company. I see. And the company owes the money. That's right. What's the name of this company? Gentech Dynamics.
Rashid Al-Mohammed verkaufte Gentech Dynamics an Anthony Dinoso Senior. Die Firma hat hohe Schulden und wahrscheinlich stieß er sie ab, um Verbindungen zu Terrorgruppen zu vertuschen. So let me get this straight. You now have a significant ownership stake in a company that turns out to be massively in debt. It appears that way. Yes. And they won't let you out of prison until you pay that debt. That's what I'm told. Tell me again the name of the guy who gave you this job. His name is Rashid Al-Mohammed. Anything else you can tell me about this Rashid Al-Mohammed? Actually, Junior, yes. He had 2 very strange wounds on his arm. It looked as if he'd been bitten by something with fangs. Rashid Al-Mohammed, warum habe ich das Rashid so betont? Ach egal, hat eine ungewöhnliche Wunde am Unterarm, sieht fast wie eine Bisswunde aus. Ich meine, wo kriegt man das Foto auf einmal her, ne? Okay, Dad. Just sit tight and I'll see what I can do to get you out of here. I know you will, Junior. Oh, ist das nicht, McGee, Vater? Can So you help me lieber. do a background check on a Dubai company? Sure. What's the name? Gentech Dynamics. Gentech Dynamics? That sounds familiar. I'll get back to you as soon as I know anything. Thanks, Proby. Hat er im Broby gesagt und Bambino? Ich sag nicht. Jo, Mickiechen. Ich habe gerade irgendeine Musik im Kopf, die ich jetzt trillen, trallern, ladern und hier ruhen würde, aber ich lasse es. Gut, was haben wir denn hier wieder? Ach, die schöne Bescherung. Ich bin nicht so schnell bei heute mit Nachdenken. Ja. Also, na komm. Ich bin echt nicht so... Das war... War das sogar das Richtige? Ich dachte, das ist falsch, aber okay. Tada. Wusste ich. Gut, was haben wir denn hier? Noch irgendwas Gelbes? Nein. Dann gehen wir wieder zurück und hier müsste das, genau, rein damit. Die Petrochemikalie, die unter dem Fingernagel eines Opfers gefunden wurde, wird von einer von 3 Firmen produziert. Nur eine dieser 3 Firmen sitzt in Dubai. Dumme Sprache, Sperre, Sprache. What do you got, McGee? The polymer coating Ducky found under the seal's fingernail is a prototype that hasn't yet been approved for sale. This is really strange, boss. Tony called from Dubai. He asked me to do a background check on a company called Gentech Dynamics. But that same company showed up in emails on the SEAL's laptop, and again while I was researching that substance Ducky found under Nate Levine's fingernail. Let's try to piece this together on the deduction board. Och nein, ich hasse Ermittlungstafeln irgendwie. Ich könnte hier einen Cut reinhauen, aber nein, ich denke mal, da wird er wieder von der anfangen wollen. Verdammt. Sieht ihr mir jetzt so geil. What does that mean, McGee? Rashid ist ein seriöser Geschäftsmann. Rashid war Geschäftsführer einer Firma mit... It boils down to this. Boing. So, Rashid war der Keo von Gentech Dynamics, eine Firma, die schon lange unter Verdacht steht, als Fassade für Terroristen zu dienen. Rashid selbst ist auch ein Terrorist. Das kann man gleich wissen, ne? Mutter wurde mit euch nicht... What does that mean, McGee? Niemand hat Ungewöhnliches im Hotel gehört. Die Seals haben sich gewehrt. Ja. Interestingly. Interesting. Was ist Rashid? Die Wunde an Rashids Arm könnte von einer Waffe mit 2 scharfen Enden stammen. Vielleicht ein Bruchstück aus Holz oder Glas. Rashid, ich weiß nicht, ich mag das irgendwie. That was a mistake. That doesn't compute. This doesn't seem real. Why don't you explain it to me, McGee? So, von einer Rashid... That's supposed to make sense, McGee?
It boils down to this. Ne, komm, das müsste jetzt wohl das letzte gewesen sein, oder? Oder kann ich das auch noch so? Boah.